Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gele, Sportsgele, die man in der Regel zum Fahrradfahren oder zum Laufen benutzt. Manche bestimmt auch beim Schwimmen, aber da wird es ein bisschen schwierig, aber in der Regel zum Laufen oder zum Fahrradfahren. Und ich muss gestehen, ich nehme selten solche Gele oder Riegel oder habe ja wirklich höchstens mal irgendwie diese günstigen Proteinriegel beim DM gekauft. Und habe letztens mal gedacht, hey, ich möchte mir mal bessere Riegel kaufen. Ich habe nämlich hier immer viel Werbung von dieser Marke, von Morten gesehen und dachte mir, okay Fabian, jetzt setzt du dich mal damit auseinander und guckst mal eigentlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen all diesen verschiedenen Marken, was macht ein gutes Sportgel aus und worauf kommt es da an und was soll man jetzt eigentlich am Ende aus wissenschaftlicher Sicht nehmen. Und daraus ist, ich lasse das mal alles zu Boden fallen hier, eine kleine Tabelle entstanden, die ich hier auf meinem iPad habe, die ich natürlich auch nochmal richtig einbinden werde. Vielleicht schreibe ich die auch nochmal vernünftig in der Excel nieder. Aber hier habe ich bei GoodNotes mir ganz viele Notizen gemacht und wir gehen jetzt quasi mal so ein bisschen gemeinsam durch. Wir fangen erstmal an, was muss man generell über diese Sportgele wissen und dann gehen wir auf die verschiedenen Arten ein. Ich habe hier auch noch was anderes dabei, zum Beispiel gibt es hier so einen Drinkmix. Dann hatte ich auch noch so Riegel, wie man die vom DM so ähnlich kennt. Und das schauen wir uns jetzt mal alles nach und nach an. Fangen wir mal an. Auch hier habe ich mir nochmal Notizen gemacht, dass wir hier einen roten Faden haben und dass wir nicht 45 Minuten hoffentlich für dieses Video brauchen. Das erste ist, was sollte man eigentlich über Gele wissen? Und es fängt damit an, warum benutzt man eigentlich so ein Gel? Man benutzt das, weil man möglichst lange seine Kraft jetzt gehen wir mal einfach vom Laufen aus, beim Laufen halten möchte. Sagen wir mal, du läufst 10 Kilometer, dann bist du ungefähr eine Stunde unterwegs und du möchtest nach einer halben Stunde noch genauso schnell laufen wie nach einer Stunde oder wenn du sogar 20 Kilometer läufst, möchtest du immer deine Pace halten. Das Problem ist, unser Körper hat halt immer nur eine bestimmte Zufuhr an Energie, die dann am Ende auch aufgebraucht werden kann. Und wenn wir irgendwann keine Energie mehr haben, dann werden wir müde, dann werden wir langsamer und dann lässt unsere Kraft Stück für Stück nach. Irgendwann haben wir mal im Biologieunterricht irgendwas von ATP gelernt, da habe ich mal irgendwie so ganz in Erinnerung im Kopf hinten, dass quasi unser Energievorrat an ATP quasi nach so einem 100-Meter-Sprint aufgebraucht ist und dann muss der Körper die ganze Zeit neues ATP bilden, damit wir fit bleiben. Und Kohlenhydrate sind quasi, um das jetzt vereinfacht auszudrücken, so unser Vorrat, den wir brauchen oder unser Energiezuführer, quasi wie das Holz, was du in den Ofen gibst, damit es weiter warm bleibt, schmeißt du Kohlenhydrate in deinen Körper rein, damit dein Körper wieder Energie, also ATP produziert und du immer deine Pace halten kannst und möglichst lange voller Energie bleibst, sodass du dein Wunschziel, deine Wunschgeschwindigkeit weiterhin halten kannst. Und jetzt die Frage, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn da ungefähr? Und ich habe da verschiedene Quellen gelesen und was ich mir jetzt hier so notiert habe, ist, man braucht 30 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, um beim Ausdauersport seine Energie lange Zeit halten zu können. Jetzt habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben, alles, was über 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde geht, ist schon Extremsport. Ich gehe jetzt mal davon aus, so ein normaler Sportler braucht wahrscheinlich irgendwas so zwischen 30 und 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Jetzt ist aber auch wichtig nochmal zu sagen, man braucht diese Gele nicht. Also wenn ich halt keine Energie mehr habe, dann habe ich halt keine Energie mehr und in unserem Freizeitsport ist das ja auch vollkommen egal. Wenn ich jetzt die erste Stunde eine 5er-Pace habe und die zweite eine 6er-Pace, weil ich weniger Energie habe, wen juckt das denn am Ende? Niemanden. Wenn ich natürlich dann am Ende meinen Wettbewerb habe und ich möchte jetzt unbedingt diese Zeit halten, dann halte ich sowas für sinnvoll. Darum benutze ich auch wirklich selten Gele. Es ist nochmal was anderes, wenn ich wirklich lange Läufe unternehme. Ich will irgendwie, keine Ahnung, ich bin wirklich jemand, der am Wochenende 30 Kilometer, 40 Kilometer läuft oder der stundenlang mit dem Fahrrad 3-4 Stunden auf Rennradtour geht. Dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, sich da ab und zu mal ein bisschen noch was zuzuführen. Kann ja aber auch eine Banane oder so essen. Also diese Riegel sind überhaupt nicht notwendig. Sie haben aber
den Vorteil, dass sie möglichst schnell, möglichst einfach mir Kohlenhydrate zuführen, was gerade Leuten gut tut, die oft Probleme mit dem Magen haben. Keine Ahnung, du isst dann zwischendurch Nüsse oder Banane und plötzlich musst du dann halt aufs Klo gehen oder kriegst Magenschmerzen, weil du das nicht verträgst. Und diese Gele können dabei helfen, dass man das besser verträgt. Und man bekommt davon halt auch nicht so viel Hunger. Das heißt, so Leute, die einen Ironman laufen, die können sich davon halt ständig Gele reinpfeifen und so möglichst viel Kohlenhydrate aufnehmen. Weil wenn du halt ganz viele Bananen isst, dann bist du halt irgendwann auch einfach satt und schaffst gar nicht so viel nachzufüttern, wie du eigentlich bräuchtest. Darum sind diese Gele in bestimmten Situationen sinnvoll. Aber wie gesagt, ich benutze sie auch kaum in meiner Freizeit. Jetzt durch die Tests habe ich immer einen Riegel mitgenommen und mir reingepfiffen. Und ich habe es auch gemerkt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich dann längere Zeit einfach mein Tempo und so halten konnte. Der zweite wichtige Punkt ist, es gibt unterschiedliche Verhältnisraten von Glucose zu Fructose. Denn was ist das hier eigentlich? Diese Riegel, diese Gele sind eigentlich nur Wasser mit Zucker. Ich habe auch im Internet eine Anleitung gesehen, wie man sich das selber machen kann. Das geht vergleichsweise einfach. Man braucht halt nur ein paar verschiedene Zutaten. Das habe ich mir irgendwie mal runtergerechnet. Du musst halt irgendwie einmalig, ich glaube so 50 € für diese Sachen ausgeben und bist dann halt viel, 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 viel billiger, als wenn du diese Riegel kaufst. Also wenn du jetzt wirklich jemand bist, der sich davon jede Woche welche reinpfeift, dann würde ich mal empfehlen, das einmal zu googeln und dir dieses Rezept anzuschauen. Dann kannst du dir nämlich Zuckerriegel ohne Ende machen und kannst das auch so deinen Wünschen dementsprechend anpassen. Aber wie gesagt, ist das nur Wasser und Zucker. Und in der Regel oder bei vielen ist das Verhältnis 2:1 von Glucose zu Fructose. Aber andere Marken, wie zum Beispiel Morten, was sehr bekannt ist, weil es einfach sehr viel Werbung macht, und SIS-Beta, vielleicht heißt es auch Cis-Beta, ich nenne es jetzt mal SIS-Beta, die haben ein Verhältnis von 1:0,8. Also ein wirklich stark anderes Verhältnis von Glucose zu Fructose. Und dazu möchte ich mal ein Zitat vorlesen, wann man jetzt was nehmen sollte. Um mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde an den Muskel liefern zu können, muss eine Mischung aus Glucose und Fructose eingenommen werden. Dies sorgt dafür, dass mehrere Aufnahmetransporter im Darm genutzt werden. Also da merkt ihr schon quasi, mir immer nur Banane reinzupfeifen, das wird dann halt schon schwer. Bis zu einer Aufnahme von plus minus 90 Gramm pro Stunde, also von ungefähr 90 Gramm pro Stunde, bieten Produkte mit einem Verhältnis von 2:1 zwischen Glucose und Fructose die beste Balance zwischen Kohlenhydratverfügbarkeit im Muskel, Geschmack und Magen-Darm-Komfort. Also das, was ich meinte, die meisten Leute, die einfach jetzt eine Stunde oder so oder 1,5 Stunden rausgehen, die einfach joggen gehen, die brauchen wahrscheinlich nicht diese mehr als 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Aufnahmen über 90 Gramm pro Stunde können noch mehr Brennstoff an den Muskel liefern. Dafür ist ein Verhältnis von 1:0,8 zwischen Glucose und Fructose ideal. Und gerade unsere Marke Morten, die wirbt halt ganz viel beim Thema Triathlon. Also da ist die viel unterwegs. Und beim Triathlon würde ich auch sagen, ist ein Extremsport, der geht über mehrere Stunden, über viele Stunden. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich ein Mortengel zu holen, also beziehungsweise ein Gel, was ein Verhältnis von 1:0,8 hat. Und wenn man jetzt wahrscheinlich so ein Hobbysportler ist oder so wie ich, der dann einfach nur laufen geht, dann gibt es hier zum Beispiel, ich glaube, das High Five, das hat ein Verhältnis von 2:1. Genau. Dann gibt es auch noch den dritten Punkt, den wir beachten müssen. Die Gele benutzen unterschiedliche Arten von Zucker. Wir schauen uns das gleich einmal im Detail an, wenn wir die Tabelle ein bisschen durchgehen. Da muss man ein bisschen drauf achten. Und das ist so ein bisschen irritierend, so die Aussagen, die im Internet getroffen werden. Also man sagt prinzipiell, dass Maltodextrin ist quasi der beste Zucker, den man da zu sich nehmen kann, wenn man diese Gele kauft. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn ich bei Morten auf der Seite gucke, die extra damit werben, dass sie besonders gut für den Darm sind.
findet man ganz oft, bei manchen Produkten schon, aber bei den meisten, nicht das Wort Maltodextrin. Dort findet man irgendeinen anderen Begriff. Aber wenn man das dann wieder googelt, dann scheint es so zu sein, als ob das Maltodextrin sei, aber einfach einen anderen Begriff benutzt. Also ich selber war irgendwann richtig verwirrt, weil ich dachte so, okay, bei SIS Beta, da steht Maltodextrin und das scheint wohl das zu sein, was für den Magen am besten verträglich ist. Und bei Morten steht aber nicht Maltodextrin, wirbt aber besonders damit, gut verträglich zu sein. Und dann war ich ein bisschen irritiert, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich immer gedacht, okay, Morten benutzt auch Maltodextrin, schreibt es aber in dieser Form nicht unbedingt auf die Zutatenliste. Also alles ein bisschen verwirrend, finde ich. Und dann kommt noch hinzu, was man auch bei den Gelen beachten sollte. Einige Gele sind isotonisch, das heißt, sie haben Salz enthalten. Dann gibt es ja dann auch wieder Potassium und verschiedene Salzarten. Da muss man dann ein bisschen drauf achten, wenn man da so sehr tief in dem Thema drin ist, was möchte man da zu sich nehmen. Und die Gele, da kommen wir auch gleich drauf zu, haben wirklich teilweise stark unterschiedliche Mengen an Salz. Das ist eigentlich schon so alles in Kurzfassung, was man über die verschiedenen Gele wissen muss. So, und jetzt wissen wir quasi, welcher Zucker ist gut, soll Salz dabei sein, ja oder nein, und wie viel Kohlenhydrate brauche ich pro Stunde. So, und dann kommen wir zurück zu meiner Tabelle. Und bevor wir jetzt, wir fangen jetzt direkt an. Also, das erste Thema, was ich habe, ist, wann kann man diese Gele nehmen? Alle Gele sind erstmal dafür gedacht, während des Workouts genommen zu werden. Haben wir ja gerade auch darüber diskutiert. Man verbraucht x Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also nehme ich sie währenddessen, damit ich immer meinen Energiezulieferer quasi in Form von Kohlenhydraten zugebe, sodass ich immer Energie behalte. Dann gibt es auch das Thema Pre-Workout. Das heißt, Klassiker, ich baller mir vorher richtig viele Nudeln rein, damit ich richtig viele Carbs, Kohlenhydrate zu mir genommen habe. Es gibt ja dann auch bei Marathonläufern, machen die das gerne, dass sie am Abend davor ganz viel Nudeln essen, weil meistens läuft man ja dann morgens und dann, wenn man morgens Nudeln isst, dann keine Ahnung, muss man halt pupsen gehen, wenn man eigentlich einen Marathon laufen will, kann das nicht so gut vertragen. Darum führt man häufig schon am Abend davor oder halt am Morgen, wenn man abends was macht, die Kohlenhydrate hinzu. Und da gibt es zum Beispiel hier von Morten diesen Drinkmix, den man nehmen kann. Jetzt die Frage, Fabian, warum hast du hier einen Drinkmix, wenn du von Gelen redest? Ja, ich habe hier von Morten mir so eine Testkollektion gekauft und da waren halt auch Riegel dabei und diese Drinkmixe waren dabei. Und die sind zum Beispiel dafür da, dass man die vor dem Workout nimmt, damit man da schon Kohlenhydrate, seinen Speicher quasi einmal aufgefüllt hat. Aber auch diese Gele kann man während des Sportnehmens, man kann sie aber auch davor nehmen. Sie sind eigentlich gedacht, um sie davor zu nehmen. Ich habe aber das Gel, also es gibt das noch in einer kleineren Variante, kommen wir auch gleich dazu, lieber währenddessen genommen. Und dann gibt es auch noch das Thema After Workout und da ist es auch so, dass dieser Drinkmix auch für ein After-Workout gedacht ist. Und dann gibt es noch von Morten so einen Riegel, so wie wir diese Riegel von DM und so kennen, so Proteinriegel mäßig. Wobei, nee, eigentlich das ist falsch von mir gesagt, das sind keine Proteinriegel, sondern es sind eigentlich auch Kohlenhydrate-Riegel und die kann man auch nach dem Workout benutzen. Diese Gele an sich sind nicht für ein After-Workout eigentlich gedacht. Stirbst jetzt auch, glaube ich, nicht von, aber sie sind nicht dafür konzipiert. So, dann kommt das Thema, wie viel Kohlenhydrate sind denn jetzt da drin? Wenn ich so meine Liste durchgehe, ist es alles sehr nah beieinander. Also wir haben hier, jetzt nehme ich das mal hier alles in die Hand. Wir haben hier das High Five, das hat ungefähr 23 Gramm Kohlenhydrate in dieser Packung. Dann haben wir Power Bar, das sind diese Dinger hier. Die haben 25 Gramm. Eine Sorte, also da gab es verschiedene Sorten dabei, hat auch 26 Gramm, aber im Prinzip 25 Gramm. Und wir haben hier das von Morten. Was haben wir hier stehen? Das hat Gel auch 25 Gramm. So, und jetzt haben wir quasi eine große Ausnahme und das ist von dem SIS Beta. Und das hier hat 40 Gramm Kohlenhydrate, was man aber auch sagen muss, hier ist viel, viel mehr Gel drin. Also wenn wir die mal so nebeneinander halten, dann sehen wir das, also ich weiß auch gar nicht, ob man es im Video so gut sieht, aber
Da ist deutlich mehr drin. Ich habe das auch gemerkt beim Laufen gehen, dass dieses SIS Beta, und weil ich immer noch Rückenschmerzen habe, kann ich im Moment noch nicht so lange Läufe machen. Das heißt, ich bin meistens nur so maximal 40 Minuten unterwegs. Und da ist mir schon ein bisschen schlecht von diesem Beta-Gel geworden, weil das einfach viel zu viel für mich für diesen kurzen Zeitraum war. Da waren die anderen mit den 25 Gramm dann schon ja, passender für so einen kleinen Lauf. Also da muss man dann für sich auch schon wissen, was möchte ich jetzt, weil hier auch der Nachteil ein bisschen ist, ich kann das nicht wieder gut einpacken, also ich muss mir das dann schon komplett reinpfeifen. Darum achtet ein bisschen darauf, wie viel Gel ist da drin und möchte ich das. Es gibt von SIS Beta auch eine kleinere Packung mit 25 Gramm. Ich hatte jetzt die größere genommen. Frag mich nicht warum, habe ich einfach bestellt und dann später gesehen, dass es eine kleinere, glaube ich, gibt. Wenn ich mir jetzt die Drinkmixe anschaue, also wir haben einmal von Maurten die 320er Packung und die hat nämlich 79 Gramm Kohlenhydrate, also quasi ja, die dreifache Menge. Also das ist schon ordentlich mehr. Darum ist es auch eigentlich dafür gedacht, dass man sich vorher schon mal dann quasi die Kohlenhydrate-Speicher auffüllt. Und dann haben wir noch den Maurten Drink Mix 160 und der hat 40 Gramm Kohlenhydrate. Also auch quasi fast das Doppelte wie die normalen Gele. Und wir haben noch den Maurten Solid, das ist ein Riegel und der hat auch 40 Gramm Kohlenhydrate. Aber wir können eigentlich festhalten, im Durchschnitt haben die alle ungefähr gleich viele Kohlenhydrate, wenn man sich die Gele anschaut. Diese Drinkmixe unterscheiden sich halt ein bisschen. Wie viele Kalorien haben wir da? Und um es da auch kurz zu machen, das ist bei allen ungefähr gleich. Man sieht jetzt natürlich, der SIS Beta hat 163 Kalorien, 163 Kalorien, weil da ja auch mehr Gel drin ist. Und die anderen liegen alle so bei ungefähr 100 plus minus 20 Kalorien. Also ihr könnt im Schnitt sagen, wenn ihr so ein Ding euch reinpfeift, habt ihr 100 Kalorien zu euch genommen. Jetzt kommt wieder eine wichtige Sache. Wie viel Zucker ist da drin und wie ist der Anteil quasi von Kohlenhydrate zu Zucker? Weil das auch wieder ein wichtiges Thema ist. Das haben wir jetzt eben nur so grob angesprochen. Aber auch das kann für einige Leute interessant sein. Wenn wir uns das SIS Beta anschauen, dann sehen wir 40 Gramm Kohlenhydrate und 19 Gramm Zucker. Also wir haben hier ein Verhältnis von Kohlenhydrate zu Zucker von 2 zu 1. Also es ist doppelt so viel Kohlenhydrate wie Zucker enthalten. Dann haben wir hier das High 5 Energy Gel. Auf 23 Gramm Kohlenhydrate hat es nur 3 Gramm Zucker. Also ein Verhältnis von 1 zu 7. 2 zu 1 zu 1 zu 7. Also ein ganz anderes Kohlenhydrate zu Zuckerverhältnis. Und dann haben wir noch das Maurten Gel, was ein Verhältnis von 1 zu 1 hat. Also 25 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Zucker. Und da kann man sich dann, wenn man dann wahrscheinlich richtig tief in das Thema eintaucht, sich dann nochmal informieren, was für ein Zuckerverhältnis möchte ich haben, warum ist das gut, warum ist das schlecht, etc. Was hier schon mal wichtig ist zu erwähnen, der High 5 Energy Gel, der benutzt als Top-Inhaltsstoff Glukosesirup, während die anderen beiden Maltodextrin benutzen. Also wir sehen hier auch quasi, es ist eine andere Zufuhr. Ich gehe mal davon aus, dass am Ende, weil da halt, dass es wieder vielleicht einfach auch eine Deklarierungssache ist, dass man sagt, ja, wir haben Zucker zugeführt, aber der Glukosesirup, das ist ja natürlicher Fruchtzucker. Ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum diese Zuckerzuteilung so unterschiedlich ist. Wenn ihr das genau wisst, gerne in die Kommentare, dann ergänze ich das nochmal. Die anderen, genau, sind alle, also es gibt quasi diese drei Ranges, die man hat. Und vegan sind alle, also wenn ihr Veganer seid, könnt ihr euch ohne Probleme alle Marken, die ich hier habe, SIS Beta, High 5 Energy Gel, Powerbar und Maurten, könnt ihr euch alles reinpfeifen, ist alles vegan.
Was noch dabei ist, und das habe ich nicht in der vorherigen Erklärung, weil es eigentlich nicht relevant ist für die Gele an sich, aber manche enthalten Koffein. Also wenn man irgendwie unbedingt Koffein dabei haben möchte, kann man sich das aussuchen. SIS Beta und Morten haben kein Koffein und bei Powerbar hängt es von der Sorte ab. Zum Beispiel Powerbar Cherry, ich kann meine eigene Schrift immer nicht lesen, das ist super. Powerbar Mojito und Powerbar Cola haben Koffein enthalten. Powerbar Cola zum Beispiel 100 Milligramm und die anderen beiden 51 Milligramm, während die anderen Sorten das alles nicht haben. Ich persönlich bin kein Fan davon. Ich trinke auch keinen Kaffee und ich trinke fast nie Energy Drinks. Ich trinke ganz selten Cola oder so. Ich bin nicht so ein Koffein-Fan und meistens, wenn ich laufen gehe oder so, also entweder mache ich das ganz früh morgens oder ich mache es halt nachmittags. Und man sagt ja immer, man soll kein Koffein mehr so eigentlich nach 12 Uhr, spätestens 14 Uhr nehmen. Und wenn ich dann halt abends um 16 Uhr laufen gehe oder um 18 Uhr, dann möchte ich mir nicht ein Sportgel reinpfeifen mit Koffein. Und ihr seht hier auch noch, ich habe hier vor allem noch das Cherry über, einfach weil also erstens musste ich eins aufbewahren und zweitens habe ich ewig gebraucht, um die Powerbars zu probieren, weil ich die halt zu einer angenehmen Tageszeit probieren musste. Und was jetzt noch dazu kommt, Powerbar Mojito und Powerbar Cola, das muss man erstmal wollen, dass man sich das morgens um 7 reinzieht. Also ich muss auch echt sagen, der Powerbar Mojito, Leute, ich trinke nicht oft Mojito, ich weiß nicht, wann ich den letzten getrunken habe, aber es hat geschmeckt wie Mojito. Und der Powerbar Cola hat geschmeckt wie diese eklige Lidl Cola oder Aldi Cola Freeway. Also das würde ich nie wieder kaufen. Ich wette, das Cherry schmeckt auch nicht, viel zu süß alles. Aber okay. Muss man mögen, wirklich, wenn ihr das Powerbar probieren wollt. Das gibt es auch irgendwie gefühlt immer in jedem Laufshop. Ich weiß nicht warum. Die haben wohl mit denen immer viele Kooperationen. Ich fand es schon richtig eklig. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Ich fand andere Sachen gut, da kommen wir gleich nochmal zu, aber der Geschmack hat mir gar nicht gefallen. Achso, noch ein Vergleich natürlich. Wie viel sind eigentlich 100 Milligramm Koffein? Also, wenn wir vergleichen auf 250 Milliliter, dann hat Kaffee ungefähr 100 Milligramm. Also, wenn ich mir jetzt so ein Cola-Ding reinpfeifen würde, wäre das wie ein Kaffee. Red Bull hat ca. 75 Milligramm und ein Glas Cola hat 20 Milligramm. Also, wenn ich mir jetzt hier Cherry reinpfeife, wäre das so wie 2 Gläser Cola auf Koffeinbasis. Und wenn ich mir das abends um 18 Uhr reinpfeife, ja, dann schlaf halt gut. Pech gehabt, ne? Über Salz haben wir vorhin geredet. Ich habe gesagt, einige sind isotonisch. Und hier sehen wir zum Beispiel das SIS Beta. Es bezeichnet sich, das finde ich auch wieder sehr irritierend, so als Laie in dem Bereich, die bezeichnen sich als isotonisch, haben aber den wenigsten Anteil an Salz. Also SIS Beta Fuel 0,04 Gramm Salz. Und auch High Five Energy hat mit 0,05 Gramm sehr, sehr wenig Salz enthalten. Die anderen Gele haben ungefähr 0,5 Gramm, also die 10-fache Menge an Salz enthalten. Und der Riegel hat sogar 0,61. Oh, ich muss mich korrigieren, das Mortengel hat auch 0,05, Entschuldigung. Aber die Morten Drinks und auch die Powerbars, die haben halt ungefähr 0,5 Gramm Salz. Also das Morten Gel 100, das SIS Beta Fuel und das High Five Energy Gel haben 0,05 und die anderen haben ungefähr 0,5 bis 0,6 Gramm Salz enthalten. Also die 10-fache Menge. Muss man wissen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dann kommen wir zum Preis. Und der Preis ist natürlich immer wichtig. Wem der Preis nicht interessiert, hat zumindest finanziell ein glückliches Leben. Wir haben wirklich sehr unterschiedliche Preise hier. Wenn wir uns anschauen, das SIS Fuel Beta kostet, und ich habe hier immer so Ranges, weil wenn du nur einen 5er-Pack kaufst, zahlst du halt mehr, als wenn du gleich 30 Stück kaufst. Also ich glaube, die meisten Preise habe ich hier von Amazon tatsächlich.
bezahlst du für das Fuel Beta 2,20 Euro bis 2,60 Euro für ein Gel. Jetzt muss man auch sagen, bei dem SES Fuel Beta ist ja natürlich auch die doppelte Menge an Kohlenhydrate drin, also fast die doppelte Menge. Es gibt auch eine kleinere Variante, die ist wieder etwas günstiger. Dann haben wir das High Five Energy Gel. Das kostet zwischen 1 Euro und 1,20 Euro und ist, wenn ich jetzt nochmal schnell drüber schaue, ja, das ist das billigste Gel, was es hier gibt. Also wenn du Geld sparen willst, dann, ich habe hier auch nochmal die ganze Packung, dann musst du dir quasi dieses High Five Energy Gel Berry oder gibt es auch andere Sorten von kaufen. Auch hier nochmal von SES Fuel Beta, einfach, das war hier so ein 6er-Pack, was ich mir gekauft habe. Sah auch schick aus, genau. Die Power Bars, auch da habe ich hier so eine schöne Packung. Hoppala. Da habe ich mir nämlich so ein Testkit gekauft, wo halt, was habe ich denn noch vergessen für eine Sorte? Orange, genau. Die hatte ich auch probiert, die hatte nämlich kein Koffein. Da zahlt man 1,70 Euro bis 2 Euro pro Packung, ist also zwischen den beiden Sorten drin. Dann kommen wir zum Morten Gel erstmal, weil ich finde, das ist jetzt der fairste Vergleich. Das Morten Gel pro Packung 3,30 Euro. Also ihr bekommt quasi für ein Morten Gel 3 High Five Energy Gels. Und wenn man das wirklich regelmäßig nimmt und nicht nur sagt, ja komm, einmal in die Woche eine Ausfahrt und da esse ich ein Gel, dann ist das wahrscheinlich egal. Die 3 Euro die Woche, die 15 Euro im Monat, das haben viele von uns über. Wenn ich das wirklich viel nehme, dann geht das schon ordentlich ins Geld. Und wir haben ja auch gelernt, ich muss ja schon 30 bis 80 irgendwie nehmen, wenn ich normaler Sportler bin. Und ein Gel hat ja nur 25 Gramm, das heißt, ich muss dann theoretisch ungefähr jede halbe Stunde so ein Gel zu mir nehmen, dann bin ich 4 Stunden unterwegs und dann bin ich pleite. Also ja, ist am Ende eigentlich so. Also ist jetzt eigentlich gar nicht übertrieben gesagt, ich gehe 4 Stunden mit dem Fahrrad, bin ich unterwegs, jede halbe Stunde soll ich eigentlich einen Riegel zu mir nehmen, damit ich diese Zufuhr erreichen kann. Und dann gebe ich quasi 6 Euro pro Stunde aus, bin 4 Stunden unterwegs, 6, 12, 18, 24, dann bin ich 30 Euro quasi fast los. Und wenn ich dann halt von High Five Energy das nehme, ja, dann bin ich halt nur noch ein Drittel los und das geht dann natürlich viel weniger ins Geld. Und auch schon das SES Beta kostet dann mit 2,20 Euro ja auch schon ein Drittel weniger. Noch ganz kurz zu den Drinkmixes. Also der Drinkmix 320 kostet 3,35 Euro pro Packung. Das Morten Drinkmix 160 kostet 2,20 Euro. Ist also deutlich günstiger im Vergleich. Und das Morten Solid 160 kostet, also dieser Riegel, kostet 3 Euro. Kommen wir zum Fazit. Am Ende, was ich für mich persönlich machen würde. Der nächste Schritt ist, was ist eigentlich da drinne? Was sind die Top 3 Zutaten? Das habe ich mir nämlich immer aufgeschrieben. Also bei SES Beta, und das ist eigentlich so häufig so irgendwie so das Grundtenor, bei fast allen ist Wasser als erstes drin. Und dann kommt irgendeine Art von Zucker. Also wir haben bei SES Beta erst Wasser, dann Maltodextrin, dann Fructose. Wenn wir uns das High Five Energy anschauen, haben wir dort als erstes Glukosesirup, dann Wasser und dann haben wir dort noch Maltodextrin an dritter Stelle. Aber hier haben wir erst den Sirup und dann das Wasser und das ist bei keinem anderen Hersteller so. Also High Five Energy hat wirklich die mit Abstand unterschiedlichste Art, das Gel aufzubauen. Schauen wir uns die Powerbar an. Ähnliche Zusammenstellung, Wasser, Maltodextrin und dann haben sie Fruchtsaftkonzentrat. Dann schauen wir uns das Mortengel an und da steht nämlich als erstes Wasser und dann steht da Glucose. Da steht nicht Maltodextrin, da steht einfach nur Glucose und dann steht da Fructose. Und wir haben ja gelernt, diese Verteilung von Glucose zu Fructose und dann gehe ich jetzt davon aus, dass das Glucose eigentlich auch nur Maltodextrin ist. Aber es steht nicht in der Form drinne bei dem Gel.
Wenn wir uns die Drinkmixes anschauen, dann steht da halt kein Wasser drin, weil das Wasser muss man natürlich noch zukippen. Das ist halt einfach nur ein Pulver. Darum Wasser in Klammern auf Platz 1. Dann kommt Maltodextrin, Fructose und dann kommt Pektin. Also hier stand meiner Meinung nach auch Maltodextrin drin. Also ich habe alles so aufgeschrieben, wie ich es halt gefunden habe. Und dann kommt Pektin und das hat man auch nirgendwo anders drin. Ist ja aber auch ein bisschen ein anderes Produkt. Und bei dem Riegel ist Fructose, Glucose das erste. Also steht da auch so drin, Fructose, Glucose. Und als zweites Hafer. Und jetzt wird es wieder lustig. Jetzt steht Maltodextrin an dritter Stelle. Also vielleicht kann mich hier auch jemand aufklären. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob bei Morten Maltodextrin drin ist, weil das ja angeblich das sein soll, was für den Magen am besten verträglich ist. Dann habe ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben nochmal, was ich an den Gelen gut und schlecht fand. Das SIS-Beta hat einen leckeren Geschmack und mir hat auch die Konsistenz gut gefallen. Es war nicht zu dickflüssig, nicht zu dünnflüssig und es ging einfach zu essen, auch während des Laufens. Es war mir nur mit dieser Packung zu viel. Also ich würde mir nicht nochmal diese große Packung bestellen. Das High Five Energy steht hier auch, ekliger Geschmack, schon fast brennend. Also dieser eklige Fake-Erdbeergeschmack, bah, war das eklig. Bah, also nee, also gar nicht. Es ging aber einfach zu essen, aber ich habe hier aufgeschrieben, schwer zu öffnen und gut vertragen. Auch das SIS-Beta habe ich gut vertragen. Das habe ich auch gut vertragen, aber der Geschmack, Leute, boah, also da musste ich auch so viel Wasser nachkippen, das war richtig, richtig ekelhaft. Ja, dann hatte ich hier Powerbar Orange und da habe ich dazu geschrieben, als erstes sehr salzig. Und ich habe ja gesagt, der Salzgehalt bei den Powerbars ist deutlich höher und ich habe das anscheinend auch rausgeschmeckt. Es ist auch sehr süß, die Konsistenz ist gut und die Verpackung ist super, weil, schaut euch das hier an, wir leben ja in Zeiten der Nachhaltigkeit und dass wir keinen Müll liegen lassen wollen. Und hier kann man quasi das so abreißen und es bleibt dann durch diesen Teil hier, bleibt die Packung da dran, ohne dass es irgendwie dann in die Natur fällt. Und man kann auch einfach so quasi das so aufreißen während des Laufens und kann dann und auch beim Fahrradfahren sehr gut, also das habe ich vor allem beim Fahrradfahren ausprobiert, hat sehr gut funktioniert und man konnte es auch sehr gut quetschen, weil die Packung relativ lang ist. Also das war sehr gut. Bei dem SIS Beta ist das so ähnlich. Also da hat man auch hier oben quasi dieses zum Abreißen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn man es, also erstens darf man es nicht verlieren, sonst hat man Müll produziert. Und wenn man es ein bisschen falsch macht, dann hat man nicht mehr so eine gute Öffnung. Und das Ähnliche war auch so bei dem High Five, wobei das macht man doch auch da oben auf, genau, also das sieht auch so aus. Aber ich fand tatsächlich, das Powerbar war am einfachsten zu öffnen. Gute Konsistenz hatte ich noch dazu geschrieben. Genau, dieses Cherry habe ich noch nicht probiert. Wollte ich auch für das Video noch hier behalten, dass ich das vergleichen kann. Dann habe ich hier Mojito. Es schmeckt wirklich wie Mojito. Ich bin mittags irgendwie, es war Samstag, ich bin Fahrrad gefahren, musste zum Fahrradladen und ich habe mir das reingepfiffen und ich dachte so, nee, ich bin jetzt irgendwie nicht in der Alkoholstimmung. Das hat so nach Mojito geschmeckt. Irgendwie faszinierend, aber irgendwie würde ich es auch, weiß ich nicht, ich musste auch Wasser nachkippen. Mir hat es nicht so gefallen. Und auch bei der Cola habe ich geschrieben, viel zu süß, schmeckt wie Freeway Cola. Ich fand es richtig ekelhaft. Ich würde es nicht nochmal machen. Muss man mögen. Der Morten Drink. Ich habe ja gesagt, ich habe keine großen Touren gemacht. Und ich hatte jetzt keine Lust, mir für das Testvideo hier irgendwie 80 Gramm Kohlenhydrate reinzupfeifen und dann gehe ich nur eine halbe Stunde Fahrrad fahren. Darum habe ich die 320er gar nicht erst probiert. Ich habe die 160er zweimal probiert und da muss ich sagen, ich habe das erst nach Anleitung gemacht. Also du machst einen halben Liter Wasser zu diesem Mix dazu. Also du machst erst in eine Flasche Wasser und dann kippst du dieses Pulver rein und dann schüttelst du das. Und das habe ich hier drinnen auf dem Spinning Bike. Da bin ich irgendwie, weiß ich gar nicht, 1,5 Stunden oder so gefahren. Tut ja schon die linke Hand weh. Bin ich hier 1,5 Stunden gefahren und
das war so dickflüssig, ich konnte das gar nicht richtig trinken. Und ich habe auch dann die Hälfte weggeschmissen, weil es auch dann eklig war. Es war viel zu süß, es war dickflüssig, hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich letztens auf Fahrradtour gegangen, man kann ja wieder schön Rennrad fahren, ist ja wieder gutes Wetter gewesen die letzten Wochen. Und dann habe ich ungefähr 750 Milliliter reingemacht. Also ich habe quasi meine ganze Trinkflasche mit Wasser gefüllt, ein Stück übrig gelassen für dieses Pulver. Und das fand ich dann richtig geil, weil es war so ein bisschen süßlich, so ein bisschen zuckerig, Zuckerwasser. Es hatte eine gute Konsistenz, es war nicht so wirklich, davor war es dickflüssig. Und dann war ich richtig zufrieden. Dann dachte ich so, ja, voll geil, das kann ich mir gut vorstellen, weil, also das muss man auch sagen, ich habe es nicht davor genommen, ich habe es währenddessen genommen. Und das hat mein Körper auch sehr gut vertragen. Und auch da habe ich gemerkt, dass ich halt die ganze Zeit ein bisschen mehr Energie hatte, weil ich währenddessen immer wieder die Kohlenhydrate langsam mir zugefügt habe, während ich, weiß ich nicht, eine Stunde oder so 1,5 Stunden unterwegs war mit dem Fahrrad. Ähm, also ich hoffe dann, wenn man die 320er nimmt, dass das dann nicht wieder noch geliger wird und man dann eigentlich noch mehr Wasser dazu mischen musste, weil das hat mir gar nicht gefallen. Ähm, Kommen wir ganz kurz einmal noch zu dem Riegel vorher, bevor wir zum Morten kommen. Den Riegel fand ich geil. Der hat so ein bisschen nach Honig und so geschmeckt, war wirklich sehr klebrig. Den hatte ich beim Rennradfahren dabei. Ich fand ihn super, man konnte ihn gut essen, man konnte es einfach aufmachen, hat sehr gut geschmeckt, ging gut runter, ein bisschen Wasser nachgespült, aber war sehr, sehr klebrig. Also würde ich auch wirklich eigentlich nur empfehlen, wenn man wirklich Sport macht und nicht so als Snack. Dafür fand ich ihn dann ein bisschen unpassend. Ja, zum Mortengel. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich dieses ganze Video angefangen habe, das Mortengel, weil das so viel beworben wurde und das ja das Geilste auf der Welt sein soll. Ja, was soll ich dazu sagen? Vertragen habe ich es gut. Ich glaube, es gab jetzt auch kein Gel, was ich nicht vertragen habe. Man muss jetzt auch sagen, ich habe mir davon nicht 5 Stück reingezogen. Ich bin kein Marathon, kein Halbmarathon gelaufen. Ich war nicht 4 Stunden Fahrrad fahren. Das kann alles dazukommen, aber ich habe erstmal alle gut vertragen. Und ich würde aber sagen, das SIS Beta habe ich am besten vertragen. Das erste war, es fiel mir relativ schwer, diese Packung aufzumachen. Also man sieht hier so einen kleinen Spalt hier oben, das kann man aufreißen. Und dann habe ich aber das Gel nicht richtig rausbekommen. Es war wirklich schwer und ich habe dann irgendwie rumgesaut beim Laufen. Dann ist die Hälfte irgendwie daneben gegangen, meine ganze Hand hat geklebt. Ich fand den Komfort schon nicht so gut. Die Packungsgröße finde ich super, man kann es überall gut reinpacken. So, und dann habe ich das aufgemacht und dann habe ich das gegessen und ich fand das deutlich dickflüssiger als alle anderen Gele. Also es war ja eigentlich schon wieder fast so dickflüssig wie diesen Drinkmix von Morten, den ich hatte. Und mir persönlich hat das nicht gefallen. Ich fand das zu dickflüssig. Und ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Also mich hat quasi hier der Porsche hier unter den Gelen hat mich nicht überzeugt. Ich fand ihn jetzt auch nicht scheiße und sage nicht, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, weil es war nicht eklig. Das hier Berry-Ding und die Powerbars, die fand ich eklig. Aber das war auch nicht eklig. Der Geschmack ist neutral bis süß. Aber ich fand die Konsistenz nicht gut. Und habe ich hier noch was aufgeschrieben? Mortengel. Klebt, ist lecker, ist sehr gelig und schwer zu essen. Genau. Und was ist dann für mich am Ende das Fazit aus der ganzen Sache? Um vielleicht mal so ein kleines Ranking zu machen. Ich nehme nochmal hier alles kurz in die Hand. Also ich würde sagen, was ich persönlich nicht empfehlen würde, wäre das High Five. Ja, es ist das billigste, aber es hat mir gar nicht geschmeckt. Es hat wirklich gebrannt. So, dann kommen die Powerbars. Das muss man einfach mögen. Vielleicht gibt es das auch in einem neutralen Geschmack, da muss ich nochmal schauen, aber die Geschmäcker würde ich nicht empfehlen. Ich fand aber das Gel an sich gut, es hat jetzt auch nicht gebrannt und ich fand die Verpackung sehr, sehr geil. Man muss dran denken, die Verpackung ist deutlich größer, hier mal im Vergleich zu dem Morten. Das ist nochmal echt ein kleines Stück größer, aber das ja, landet bei mir auf Platz 4, würde ich sagen. Der Drinkmix passt jetzt nicht ganz so da rein, aber die Drinkmix und
Den Riegel würde ich irgendwie auf Platz 3 tun, weil den Riegel kann man auch sehr gut mitnehmen. Das ist egal, ob ich jetzt ein Gel oder das mitnehmen würde. Von daher, ich fand sogar den Riegel eigentlich am leckersten von allen. Und beim Drinkmix, das finde ich für Fahrradfahrer, also zum Laufen, ja, okay, nee, beim Laufen nehme ich eigentlich immer diese Flüssdinger, ne? Diese Flaschen, die so weich sind. Da würde ich das, glaube ich, auch nicht so reinmachen. Weiß ich nicht genau. Kann vielleicht auch funktionieren. Machen vielleicht viele. Aber ich finde es eher sinnvoll zum Laufen, zum Fahrradfahren, den Drinkmix. Und da kann ich das empfehlen. Da würde ich das eigentlich sogar auf 3 packen, weil ich das angenehmer fand als diese Gele. Und es halt auch am einfachsten zu konsumieren ist, weil ich einfach meine Flasche nehme und dann trinke. Darum quasi diese beiden Sachen so als eigentlich keine Gele, aber mit ähnlichem selben Effekt auf Platz 3. Dann würde ich sagen, das Mortengel auf Platz 2. Auf Platz 2, weil erstmal ist es super teuer, viel zu teuer. Ich fand es zu gelig, zu gelig, ja, einfach gelig. Und die Verpackung war scheiße, sodass man das nicht gut trinken konnte. Und mir hat das SIS Beta persönlich am besten gefallen. Ich würde, wie gesagt, nächstes Mal die nehmen, wo nur 25 Gramm Kohlenhydrate drin sind, weil das ist zu viel. Wenn ich das dann am Stück gegessen habe, dann ist mir wirklich ein bisschen schlecht geworden. Also ich musste mir das dann auch ein bisschen aufteilen, was ein bisschen doof war, weil dann musste ich das hier wieder so zumachen und irgendwie wegstecken. Oder habe ich es, glaube ich, in der Hand behalten. Aber das war das, was am leckersten war. Das Gel ist super, die Verpackung ging gut auf. Und es hat ja dann auch noch diese empfohlene Maltodextrin-Fructose-Ratio von 1 zu 0,8. Das heißt, es ist dann auch noch quasi mit Morten zusammen das hochwertigste Produkt, was dann auch für Extremsportler, für High-Endurance-Sportler gedacht ist. Und hier steht auch geschmackneutral, vielleicht gibt es ja sogar noch andere Geschmäcker. Und der Preis ist dann natürlich auch noch besser als bei Morten. Und wenn man das in einer großen Packung nimmt, bekommt man das für 2,20 € und dann ist man irgendwo im Mittelfeld. Genau, das war meine Zusammenfassung. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr mich korrigieren wollt, wenn ihr noch weitere Ergänzungen habt, haut es gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer auf Kommentare, aber bitte immer sachlich bleiben, immer wissenschaftlich bleiben und immer freundlich bleiben. Macht's gut.